Servus, liebe Freunde und Fans. Heute baue ich mir die Manual Machine. Warum baue ich mir die Manual Machine? Ganz einfach, ich habe keinen Bock, das draußen zu üben. Ich habe immer Schiss, dass ich einfach hinten runterfalle und auf die Schnauze, und da habe ich echt keinen Bock drauf. Und deshalb baue ich mir die Manual Machine. Bleibt einfach dran, wenn ihr wissen wollt, was das ist, wie das geht, was das kostet und wie euch das helfen kann. Von mir gibt es dann in einer Woche circa auch nochmal ein Follow-up-Video, wo ich einfach gucke, wie nach einer Woche Üben für mich das Ganze gelaufen ist. Jetzt bleibt erstmal dran und viel Spaß. Also los geht's. Was brauchen wir dafür? Ich habe mir vom Bauhaus oder vom Obi zwei Latten geholt und dann hier noch so ein, ja, was weiß ich, wie man das nennt, Kantholz oder sowas, sagen wir mal. Das Teil sägen wir jetzt in einer Höhe von 50 cm. Also man muss dazu sagen, ja, ich bin kein Profi-Heimwerker oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich habe eher zwei linke Hände. Ich probiere jetzt trotzdem mal mein Glück. Direkt außer Atem. Das bleibt mal im Bild stehen wegen Fan. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen messen und ein bisschen rechnen. Satz des Pythagoras. Schule war doch für was gut. Also ich habe kurz unterbrochen und mal geguckt, was die Wurzel aus 1800 ist. Das ist 42. Und was ich erst kürzlich gelernt habe, ist, dass dieser Teil an der Säge für einen 45-Grad-Winkel verwendet werden kann, zum Anlegen eines 45-Grad-Winkels, und dieser Teil zum Anlegen eines 90-Grad-Winkels. Also wenn ich jetzt das Ding so anlege und hier auf die Kante gehe, dann habe ich hier anscheinend einen 45-Grad-Winkel. Servus, liebe Freunde und Fans. Auf diesem Kanal geht es um die Schönheit und Vielfalt Europas aus der Sicht eines Mountainbikers. Also klickt abonnieren und kommt mit mir auf Reisen. Holy guacamole! I gotta stop for this view. Leider habe ich keinen richtigen Akkuschrauber, sondern nur diesen für diesen Job völlig overpowerten Schlagbohrer. So, und das Ding will ich jetzt möglichst weit oben ansetzen, diese zwei Winkel, damit möglichst viel vom Rad quasi eingefasst wird. Ich habe hier 6 cm breite Reifen, das habe ich vorhin schon ausgemessen. Und das Ziel ist jetzt natürlich, dass der Reifen da einigermaßen sauber drin sitzt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Das hält natürlich noch nicht, weil mir jetzt noch die Querflügel fehlen. Es scheint so, als müsste ich diesen einen Block noch reinmachen. Ja, also Manual Machine funktioniert. Meine Manuals funktionieren noch nicht, na klar. Dafür habe ich das Ding ja gebaut. Und ich werde das jetzt mal ein paar Tage ausprobieren. Mein Ziel ist mal 15 Minuten am Tag Manual üben und dann nach einer Woche gucken, wie weit ich bin. Dazu gibt es dann noch ein Follow-up-Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin abonniert unten, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und kommentiert, wenn ich euch irgendwie helfen kann, das Ding selber zu bauen. Mich hat das Ganze jetzt irgendwie 20 € gekostet. Also insofern, wenn ihr Bock habt, den Manual auch zu lernen und da ein bisschen Hilfe braucht, macht's mir nach. Läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.